Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute geht's weiter und zwar, ja, wir haben letztes Mal die Vorschleife gemacht. Heute kommt erst die if-Abfrage dran. Und das ist eine komische Reihenfolge, hat aber auch durchaus seinen Sinn. Ihr seht, ich habe hier auch schon wieder ein bisschen was rausgeschmissen. Wir haben jetzt hier nur noch even als e drin und das ist im Endeffekt unsere Vorschleife. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was da passiert, dann schaut euch bitte dringend das Video davor an. Wir haben hier auch ein Array definiert, Angular, TypeScript und JavaScript, durch das wir durchloopen mit unserer Vorschleife hier und einfach nur x ausgeben. Sieht aktuell folgendermaßen aus: Angular, TypeScript, JavaScript. Nicht wirklich spannend. Jetzt wollen wir zum Beispiel nur die Elemente ausgeben, die auch wirklich einen geraden Index haben. Gerade bedeutet 0, 2, länger ist unser Array nicht. Das heißt nur die Elemente 0 und 2. Und dazu brauchen wir ein if. Und ja, ifs sind auch solche Direktiven, wie wir sie hier haben. Das heißt, wir müssen in unseren Listenelementen nochmal hier so ein bisschen unterscheiden. Und zwar machen wir das einfach mit einem Span. Und ja, jetzt können wir hier einfach hergehen und können eben sagen, Sternchen ng if. So. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, eine True-Überprüfung anzugeben. Das heißt, wir können hier irgendwas hinschreiben, wie zum Beispiel e gleich false oder sowas, aber man kann auch ganz einfach hergehen und sich dieses gleich sparen, denn even ist entweder true oder false, wie wir wissen, und das heißt, wir geben jetzt hier einfach nur, wenn e wahr ist, also wenn e im Endeffekt, dann wollen wir x ausgeben. So, und ja, das funktioniert wunderbar, allerdings werden wir gleich sehen, dass hier einfach dieser zweite Block einfach leer bleibt, denn es wird ja hier nichts ausgegeben, es wird immer nur dieser Span ausgegeben, wenn dieses ngIf true ist. Und das ist in dem Fall hier natürlich bei 0 der Fall und bei 2 der Fall und bei 1 natürlich hier nicht. Das ist ja auch genau das gewesen, was wir hier wollten. Jetzt macht es natürlich so relativ herzlich wenig Sinn. Das heißt, wir sollten vielleicht, wenn wir das wirklich rausgeben wollen, unseren ngIf-Block auch in unser Listenelement reinschreiben. Ansonsten kriegen wir halt jedes Mal ein neues Listenelement, wo nichts drin steht, was doof ist. Aber wir können das Ganze auch mit einem else kombinieren und können einfach irgendwas anderes ausgeben, und das ist das, was wir jetzt noch machen wollen. Und zwar, jetzt bin ich wieder da, und zwar sagen wir hier einfach, wir haben noch hinten dran einen else-Block. Denn wir können nicht einfach ng-else benutzen, das gibt es nämlich gar nicht, weil sonst einfach nicht klar wäre, welches if jetzt zu welchem else gehört. Und deswegen muss man hier hinten dran direkt angeben, ich hätte gerne einen else-Block. Und man muss hier hinten dran eine Elementreferenz angeben. Das heißt, wir müssen jetzt hier sagen, wie heißt denn unser anderer Block? Anderer Block heißt other. So, und ja, jetzt müssen wir natürlich diesen anderen Block noch irgendwie definieren. Achtung, hier kein Hashtag hinschreiben, sondern einfach nur den Namen des anderen Blocks, der natürlich jetzt noch nicht gefunden wird. Okay, so, und jetzt gehen wir weiter. Span, wobei, halt, das brauchen wir noch nicht. Wir brauchen hier erstmal nur den Link, other, und jetzt geben wir hier einfach aus not even. So. Und das bedeutet jetzt so viel wie, okay, wenn eben dieses e false ist, dann geben wir not even aus. Ansonsten, beziehungsweise wenn es true ist, geben wir x aus dieser Liste. Ansonsten gehen wir hier zu dem Block, der hier steht. Also der gibt not even aus. Sieht aber folgendermaßen aus. Und das ist natürlich nicht unbedingt das, was wir hier gerne hätten. Was wir also brauchen, ist irgendwie Content, der erst nur gerendert wird, wenn halt wirklich dieses Ding da ist. Und dafür gibt es einen eigenen Tag, der nennt sich ng-template. Ups, Template. So, und ja, das hat es automatisch geändert. Vielen Dank dafür. Und hier natürlich auch ng-template, was zu folgendem führt. Das ist natürlich auch nicht unbedingt das, was wir gerne hätten. Hier steht jetzt plötzlich not even, aber die anderen beiden sind nicht mehr da. Warum sind die anderen beiden nicht da? Naja, Template, oder besser gesagt ng-Template macht folgendes. ng-Template wird wird erstmal völlig ignoriert und wird dann angezeigt, wenn irgendwas anderes sagt, hey, render mir das. Und hey, render mir das wird leider von Standard her nirgends gesagt. Das heißt, dieses ng-Template kommt einfach nie zum Tragen. Während das hier wird von dem hier referenziert. Das heißt, hier wird gesagt, wenn e false ist, dann render mir das da. Und deswegen wird das zweite geladen. Das erste allerdings nicht. Ist ein bisschen doof, deswegen müssen wir das erste wieder mal in Span umwandeln. Und jetzt sollte uns das alles richtig angezeigt werden, was es auch wird. Das heißt, den else-Tag am besten einfach in ein ng-Template abwandeln und den anderen Kram so lassen. Alternativ, ich zeige euch jetzt noch eine zweite Option.
wenn ihr nur mit ng-Templates arbeiten wollt, dann benutzt ihr hier am besten einfach also erstmal hier ein Span oder irgendwas anderes. Und dann sagt ihr mit then, also dann könnt ihr mit then arbeiten. Also wenn dann Content zum Beispiel, ansonsten anderer Content. So, und das ist jetzt einfach ein Span und der wird komplett ignoriert. Ich kann das gerne mal zeigen. Das hier, ja, einfach nur das hier. Und jetzt machen wir uns hier unten wieder mal ng-Template. ng-Template. So, und hier rein packen wir uns den Link. Ups, das war nicht der Link. Heißt Content und soll x ausgeben. So, das heißt, wir haben jetzt hier oben einfach nur irgendwas, damit eben dieses if ausgeführt wird. Und wenn es Content ist, also wenn wahr ist, dann gehen wir zum Content, ansonsten gehen wir zum Other. Und ja, das hat in etwa denselben Effekt, sprich, wir sehen Angular, Not Even und JavaScript. Was ein bisschen umständlich ist, gebe ich zu, deswegen zeige ich euch das if auch erst jetzt. Ansonsten könnt ihr es natürlich weiterhin mit dem normalen if machen und mit dem else auf den Other Content verweisen. Aber das geht natürlich beides. Okay, super. Und das war es auch schon wieder von meiner Seite. Vorerst mal natürlich. Wir machen hier natürlich noch viel, viel mehr weiter. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.